Wer kennt es nicht? Man hat sich ausführlich und mit Leidenschaft auf etwas vorbereitet und wünscht sich, dass auch das Drumherum gut klappt. So ist es natürlich auch bei meinen Hypnobirthing-Paaren, wenn es um die Geburt geht. Damit das Klinikpersonal also positiv mit dabei ist, kommen jetzt ein paar Vorschläge und Anregungen, was und wie du deiner Hebamme im Kreissaal ein paar wichtige Dinge zum Hypnobirthing erzählen kannst. Ich bin Mama von 2 Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungstrainerin, Entspannungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft und Muttersein. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Liebe werdende Mama, es gibt immer wieder Eltern, die nach einem Hypnobirthing-Kurs ein wenig unsicher sind, ob und wie sie die damit aufkommenden Wünsche für ihre Geburt dem Klinikpersonal gegenüber vermitteln. Sie haben sich mit dem Kurs vorbereitet, haben Informationen aufgenommen, ausgewertet und für sich selber priorisiert. Nun wünschen sich die Paare natürlich auch eine Geburt, die nah an ihren Wünschen bleibt. Was können werdende Eltern in so einem Fall nun tun? Nummer 1. Hypnobirthing ist eine mentale Geburtsvorbereitung. Hypnobirthing zählt mit den Themen, die im Kurs behandelt werden, ganz klar zur Geburtsvorbereitung. Einer speziellen Art der Geburtsvorbereitung, nämlich der mentalen, aber ganz klar handelt es sich um Geburtsvorbereitung. Speziell bedeutet in diesem Fall auch nicht komisch oder alternativ, nur weil Hypnosetechniken integriert werden. Denn gerade diese hilfreichen Techniken der Selbsthypnose ermöglichen es der werdenden Mama, sofern sie in der Schwangerschaft vertieft und geübt wurden, wirklich entspannt und angstfrei in die Geburt zu gehen und zu bleiben. Es handelt sich hierbei also um hilfreiche Entspannungsübungen, die sich positiv auf die Geburt auswirken und sie im besten Fall sogar verkürzen können. Die Regenbogenentspannung zum Beispiel unterstützt das Ganze. Optional kann sie auch während der Geburt gehört werden. Da sie bereits in der Schwangerschaft gehört wurde, hilft sie der Gebärenden, den Entspannungszustand aus der Schwangerschaft auch während der Geburt zu erreichen. Misstrauen gegenüber der Hypnose ist also vollkommen unbegründet. Sie dient zur Entspannung von Körper und Geist. Nummer 2. Das Angst-Verspannungs-Schmerz-Syndrom soll vermieden werden. Das Angst-Verspannungs-Schmerz-Syndrom unter der Geburt ist etwas, dem mit Hypnobirthing vorgebeugt und das somit vermieden werden soll. Hierbei handelt es sich um eine logische Abfolge von Reaktionen unseres Körpers. Durch die Angst vor der Geburt, vor möglichen Schmerzen und dem Ungewissen verspannen wir uns. Bewusst, manchmal aber auch unbewusst. Und diese Verspannungen führen letztendlich zu Schmerzen während der Geburt. Denn diese Verspannungen verhindern, dass unser Körper, also die Muskulatur, optimal arbeiten kann. Die Geburt verzögert sich und kann sogar ganz zum Stillstand kommen. Interventionen werden notwendig. Mit den tiefen Entspannungsübungen wie zum Beispiel der Angstauflösung, als auch den vielen Informationen rund um die Geburt soll die Angst bereits im Vorfeld abgebaut und aufgelöst werden. Außerdem dienen die Entspannungsübungen den werdenden Eltern dazu, selber Techniken an der Hand zu haben, mit denen sie eventuell aufkommende Ängste während der Geburt bearbeiten können und erst gar nicht aufkommen lassen. Sollte es dennoch passieren, dass die Angst während der Geburt zunimmt und die werdende Mama merkt, sie verspannt, hat sie hier außerdem einige Übungen, mit denen sie ganz bewusst die Verspannungen loslassen kann. So ist sie bestens darauf vorbereitet, nicht in diese Schmerzspirale zu kommen, bzw. sie bewusst zu vermeiden. Nummer 3. Es gibt seitens der Eltern keine Erwartungen an die Hebamme. Oftmals haben Hebammen Bedenken, dass Eltern, die sich mit Hypnobirthing auf die Geburt vorbereitet haben und deren Geburt sie begleiten, ganz konkrete Erwartungen im Hinblick auf Hypnobirthing an sie als Hebamme haben. Das ist jedoch nicht der Fall. Die Hebamme hat keine speziellen Hypnobirthing-Aufgaben und die Eltern haben keine speziellen Erwartungen an ihre Hebamme. Vielmehr sind die Eltern sich noch ein wenig klarer über die Wünsche für ihre Geburt und sind weniger unsicher. Es stört sie meist weniger, wenn sie längere Zeit unter der Geburt alleine sind, weil die Hebamme noch eine zweite Geburt betreuen muss. Somit entsteht für das Klinikpersonal keine zusätzliche Belastung durch die Eltern, die mit Hypnobirthing gebären. Nummer 4. Hypnobirthing sieht Eltern und Hebamme als Team. Aus Punkt 3 folgt nun ganz logisch Punkt Nummer 4. Denn im Hypnobirthing steht die Teamarbeit an erster Stelle. Zuallererst sind die werdenden Eltern ein eingespieltes Team für die Geburt. Sie haben den Hypnobirthing-Kurs gemeinsam besucht und einige der Übungen gemeinsam vorbereitet und geübt. Während der Geburt kommt nun die Hebamme als weiteres Teammitglied hinzu. Auch wenn sie Hypnobirthing nicht kennt, kann sie die Eltern hier in jedem Fall gut unterstützen. Sie muss nicht, wie fälschlicherweise oft vermutet wird, irgendwelche Dinge besonders beachten oder tun.
Hypnobirthing-Paare sind in der Regel gut vorbereitet, sodass sie klare Vorstellungen von der Geburt haben und weniger unsicher sind. Somit also oftmals über längere Strecken der Geburt gut alleine Entspannungsübungen machen können. Aber gerade gegen Ende der Geburt, wenn sie anwesend ist, wissen werdende Hypnobirthing-Eltern dies sehr zu schätzen und wünschen sich natürlich eine gute Zusammenarbeit für eine komplikationslose und stressfreie letzte Phase der Geburt. Hypnobirthing ist also zum einen darauf ausgelegt, die werdenden Eltern umfassend auf die Geburt vorzubereiten, sodass sie keine Probleme haben, sollte die Hebamme eine Zeit lang nicht im Kreissaal sein. Auf der anderen Seite lernen die Eltern die Arbeit der Hebamme und des restlichen geburtsbegleitenden Personals sehr zu schätzen und wissen, wie wertvoll und auch wichtig hier eine gute Zusammenarbeit ist. Wie empfandest du deine Zusammenarbeit mit Partner und Hebamme während der Geburt? Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Um noch mehr Mamas auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, gib diesem Video ein Like und teile es. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst. Und hier habe ich 2 weitere Videos, die auch für dich interessant sein können. Bis zum nächsten Video. Deine Marie.